Good News, der Motor ist zusammen. Auspuff, den ich schaue, ich habe jetzt den Ciao da. Heute will ich Super Bravo fahren, sonst bin ich hässig. Stinkt langs genug. Willkommen zum neuen Video, schön sind ihr wieder mit dabei. Es geht weiter an unserem geilen 80s-Projekt, der Joshua. Dem geht es heute gewaltig an den Kragen, weil es stehen die letzten Arbeiten an. Motor zusammenbauen, alles zusammenstecken und dann wird das Ding in diesem Video das erste Mal gefahren. Let's go! So, also der Joshua steht da. Ich habe ein bisschen weiter gearbeitet. Ich habe eine Maske gemacht. Die ist dran, der Strom ist angeschlossen von Light. Innen durch, die Kabel sind parat. Die ganzen Drehtkurbeln passen natürlich meine wunderschönen Lieblingspedale, die so richtig schön wehtun, wenn es einem ins Skibein reinramst. Der Flo kommt in 2 Tagen. Ich will natürlich mit mir mit dem Projekt weitermachen. Für mich gibt es jetzt so 2, 3 Sachen zum Machen. Einerseits habe ich ja den hässlichen Sattel da. Um jetzt die erste Fahrt zu machen, ist natürlich nicht wahnsinnig schön, aber auch nicht so schlimm. Was wir aber haben bei uns im Shop, das ist Leder- und Vinylfarbe und die probiere ich jetzt mal aus, schwarz. Das heisst, ich werde probieren, den Sattel mit dieser Farbe zu lackieren. Dann sehen wir gerade, wie gut funktioniert das. Vielleicht für euch ein guter Tipp, falls ihr auch einen wunderschönen Sattel habt, dass man das mit dem kann probieren. In 2 Tagen ist dann alles trocken und parat und der Flo ist da und wir können hoffentlich die letzten Arbeiten machen und mit dem Ding fahren. Und ich frage mich auch, wie ist beim Flo der Stand? Ich habe jetzt nichts mehr gehört. Hat er auch schon ein Super Bravo? Habt ihr auch schon ein Super Bravo oder nicht? Weil das ganze Ding ist ja da, um einen neuen Hype zu starten. Bei uns in der Bude ist er recht ausgebrochen. Ist recht witzig, wer sich da alles schon eine zugelegt hat und wer am Suchen ist und wer heimlich am Suchen ist. Der Flo, der kackt es glaube ich ein bisschen an, dass er noch keine hat. Ich schicke ihm nochmal 2, 3. Vielleicht kommt er da gut. Also, los geht's. Jetzt den ganzen Sattel mit Silikonentferner mal entfetten. Dann probiere ich das aus mit dem Leather and Vinyl Paint. Gold, turquoise too. The city light shine just for our crew. Our 3.5-inch tires take the lead. No road too tough. We've got the speed. Ich bin natürlich gespannt, wie das aussieht, wenn das Ganze getrocknet ist. So auf den ersten Blick. Großer Sattel, die hat perfekt gelangt. Also ich kann 2, 3 Mal über alles sehen können. Gut, weiter geht's mit dem Motor. Bevor es hier zum Zusammenbau kommen kann, ist ja schon vieles vorbereitet. Was aber noch nicht parat ist, ist der Kolben. Den muss man natürlich noch auf die Überströmer hier vom Athena. Auf die muss ich die natürlich noch ein bisschen anpassen. Das heisst, ein bisschen rausfräserl. Dann können wir mit dem Zusammenbau starten. Also, der ist jetzt doch in die Länge gezogen. So sind die Überströmer schön offen. Und der Kolben kann auch mit dem Zylinder zusammen ein bisschen mehr Leistung entfalten, als einfach nur gesteckt. Ich glaube, wir haben alles, um endlich den Motor zusammenstoßen. Für euch jetzt einen Zeitraffer und ich zeige euch den, wenn das Ding zusammen ist. We're the sex super bravos, tearing up the town, flying high, we'll never come down. From rooftops to highways, wherever we go, we're the kings and queens of the Super Bravo. So Freunde, Good News, der Motor ist zusammen. Hat soweit alles passt und kann so mal verbaut werden. Auf den Moment wollte ich jetzt eigentlich warten und den mit dem Flo machen, weil das ist immer so die Hochzeit, oder, wenn der Motor in den Rahmen kommt. Jetzt ist es aber so, dass der Motor ist ready. Ich habe da hinten ein grosses Pulli drauf. Das heisst, die Riemenlänge ist vielleicht ein bisschen speziell. Ich stecke jetzt den Motor mal unter, misst das mal aus, um zu schauen, ob wir so einen Riemen bei uns im Shop haben oder ob ich den noch speziell irgendwo muss bestellen. Weil wenn wir damit machen, wenn der Flo da ist, dann haben wir zu wenig Zeit und dann gibt es einen Stress und dann ist Kacke. Drum, vor Montage alles ausmessen. Let's go. Geil, Mann. Ultimativ schnell gegangen, Motor drinnen. Wir haben noch etwa 2 mm und der Riemen ist leicht gespannt. Also ich glaube, den muss ich dann ein bisschen führen. Wahrscheinlich bin ich gerade am Anschlag. 1100er Riemen. Perfekt wäre vermutlich ein 1080er. Ich glaube, so kann ich das am Flo präsentieren, wenn er übermorgen kommt. Der Sattel ist am Trocknen, der steckt ihn gerade drauf und der hat das Gefühl, da steht ein neuer Göppel. Also wir sehen uns gerade wieder. Keine Pause für euch, aber für mich. Bis gleich. So Freunde, es ist soweit. Der Flo hat es wieder geschafft. Ich kann ihm jetzt endlich zeigen, wie weit sich der Joshua entwickelt hat. Geh mal ins dunkle Studio schauen. Ich bin gespannt, was du gemacht hast ohne mich. Komm nicht.
Wow! Oh. Der Sattel ist halt immer noch kaputt, aber ist wenigstens mal schwarz und nicht mehr braun, beige. Extrem, ja, habe ich auch das Gefühl gehabt. Das heisst, jetzt liegen da nur noch die letzten Schritte vor uns. Das sind alle Züge verbauen, Kupplung, Auspuff, muss ich noch schauen. Ich habe jetzt den Ciao da. Ich habe aber den Sie gerade auch noch bestellt. Weil der Sie hat die von Jüngig nicht. Ich bin nicht sicher, ob es das braucht oder nicht. Das können wir ausprobieren. Das wir heute laufen. Heute will ich super Bravo fahren. Sonst bin ich hässig. Ich will auch fahren. Ich habe schon eine Spur, ich bin dran, aber ich hab's noch. Haben ist besser als brauchen, ich sag's euch. In der Kupplung ist es so, ich habe die originalen Federchen rausgenommen, die sind relativ weich. Ich tue jetzt hier Polini rein, das sind glaube ich die härtesten, die wir haben. Wichtig bei denen, wenn ihr die verbaut, die sind irgendwie pulverbeschichtet oder so, nehmt die schnell einmal so. Oh ja, geil. Und brechen das Satisfying. wie das tönt. Elias, erklär uns doch mal kurz, warum du diese Federn einbaust. Das gibt, ich weiß nicht wie viel Prozent, mehr Widerstand in der Kupplung. Das heisst, sie macht später auf. Die Anfahrtdrehzahl erhöht sich damit, ne? Exacto mundo. Klasse. So machen also wir hier das. mal, man sieht schon, die Federstärke ist auf jeden Fall dicker. Da kommt jetzt alles mal so drauf, jetzt ist es erstmal fahren. Ja. Ich habe die Schnauze voll, ich will fahren. Das ist also komplett fertig drin jetzt. So kann die Kupplung richtig ordentlich funktionieren. Wir sind am Thema Auspuff. Ich habe hier einen wunderschönen Sito Plus Auspuff. Die sind sehr gut, die sind sehr unauffällig, leislich finde ich und haben unten raus eigentlich gute Kraft, gutes Drehmoment, das die entfaltet. Ich habe jetzt so den Sie und den Ciao. Wir sind am Ausprobieren, was passt am besten da drauf. Beim Ciao ist es so, der würde auf die Löcher passen, die wir hier haben. Wobei die auch nicht alle original sind. Nein, da das muss man ist, schon dazu sagen. Der würde da drauf passen. Wir sind aber hier an der Ständeraufnahme ein bisschen knapp. Mit dem Sie haben wir das Problem nicht. Jetzt haben wir nur das Problem, wir müssen es hier festschrauben, oder? Genau. Aber hier sind unsere Löcher. Da ist Dreiecksplatte angemacht und Dämpfer. Darum wollen wir da kein Loch bohren. Wir machen es jetzt einfach mal so. Flexen hier die Halterung weg. Schleifen hier, machen sie hier dran an, dass sie am hintersten Punkt wahrscheinlich angeht. Ja, das ist auf jeden Fall eine ordentliche Lösung. Joshua! Joshua macht schon wieder diesen. Egal was wir angreifen, ne, macht Joshua immer diesen. Alle Teile sind vorhanden. Flo, der ist schon wieder am Jammern. Ja, schon wieder jammern. Ich will nicht den Gaszug machen. Ja, machst du den Auspuff? Ich will nicht den Auspuff machen. Gar nicht. Ich will den Mittag machen. Schnick, schnack, schnuck. Wer gewinnt, macht den Auspuff. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ah! Nee. Ich mach den Auspuff, Flo macht den Gaszug. Ich freue mich. When we're the sex super bravos tearing up the town, flying high, we'll never come down. From rooftops to highways, wherever we go, we're the kings and queens of the Super Bravo Show. So join the ride, let's light the spark. Elias hat hier noch ein bisschen verschliffen. Wir hängen es auf und es hängt einfach komplett gerade. Ja. Was für ein geiler Zufall. So sein. Jetzt schnell mit Auspuffflack das Ganze wieder schwarz Motorex. machen. Dann haben wir das nach dem Mittag gerade perfekt zum Einbauen. So, Freunde des guten Gemüses. Ich präsentiere Yoshi! Ich glaube, wir haben alles gemacht. Wir haben Zündspule dran, Kerze ist drin, Stecker ist drauf, Spritleitungen von Light, extra sichtbar in Sehr Pink. sexy. Jetzt machen wir Sprit, haben wir gerade geholt. Der Joshua, der hat ja gesagt, es ist alles dabei und darum hat der Joshua ja auch alles dabei, wie zum Beispiel Joshuas Tankdeckel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das von einer alten Öldose kommt oder so, aber guck mal, ist das der Ding? passt. Wir haben keinen Ständer zum Trampen, das heisst, wir müssen mit dem Akku anlassen. Toi, toi, toi. Haben wir Funken. Tu mal gucken. Zündspulen, Zündkabel haben wir vom Joshua bekommen. Natürlich wissen wir nicht, wie gut das Ganze passt. Funken, wie gesagt, vorhanden. Sprit kommt auch an. Wir probieren jetzt mal zu schauen, ob es vielleicht ein Kompressionsproblem war zwischen Zylinder und Zylinderkopf. Dort war bis jetzt noch keine Dichtung. Die zwei sind fleissig am eine Dichtung unter machen. Joshi, spring jetzt an! Ich habe das Gefühl, er ist auch total versoffen. Du mal mit der Bohrmaschine schnell jetzt durchdrehen.
Verzweifelte Taten. Neue Vergaser von Yoshi. Natürlich alles original. Genau. Wir machen jetzt einfach nicht mehr da Bastelstunde mit diesen Vergasern, die irgendwie falsche Schrauben drin haben. Hoffen, dass es dann endlich läuft, weil der Roger, der ist schon seit 3 Stunden einfach noch am Warten, bis wir endlich sein Video schauen können, was er gemacht hat. Ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, wenn ihr es gesehen habt. Like da für den Rauchi, weil der macht richtig geile Arbeit. Es fehlt nicht mehr viel. Was fehlt nicht mehr viel? Nicht 1 Millimeter, der verdammte Joshua, Mann. Also, die Bosch-Zündkerze habe ich jetzt nochmal drin. Super Bosch, die ist erst 40-jährig. 40 Jahre. Delorto ist drin. Kein Bock mehr. Mach einfach. Ich bin nach Hause. Läuft ja wie eine 1. So, also, Verzweiflung hat mich so weit getrieben, dass die Kamera jetzt natürlich nicht gelaufen ist. Ich habe nochmal eine neue Kerze genommen. Noch einen ganz anderen Zündkerzenstecker genommen. Vorher hat er schnell gemacht. Druck mal ab. Zum Glück habe ich und der Joe schon geholfen, sonst hätte er nicht Das ist ja nichts gegangen. Grazie. Oh, schau mal, links ins Anschaffen. Oh, passiert aber nichts. Kraftstoff. Oder? Ah, der Luftfilter ist drauf. Ja, den habe ich Ja, draufgeschraubt. der muss weg. Alter, geht das Ding ab. Ja, einen Zylinder einfahren, hat er gelernt, Ja. Elias. Wenn er es nicht aushält, war er es nicht wert. Alter, zum Glück haben wir neu lackiert. Alter. Ich habe gesagt zum Joe, für das, dass er jetzt noch nicht abgestimmt ist, kein Luftfilter drauf, einfach mal zusammengesteckt. Läuft er recht geil, zieht auch recht sauber ab. Von dem her endlich läuft der Geil. Yoshi. Ich muss jetzt aber 2, 3 Runden machen, um meinen Frust ein bisschen rauszuhauen. Ich mache keine Wheelies mehr, es ist ein bisschen zu heiß. Mach Burnout. Ohne Hilfe. Yoshi macht jetzt diesen! Yoshi macht diesen. Geil. Endlich, Elias, endlich. Wow, es geht, weißt du, oh, er läuft nur so gut, wie wir lackiert haben. Ja, auf jeden Fall. Das als Thumbnail und einfach Yoshi macht jetzt diesen. Ah, du bist wirklich drauf. Alter, wie es mich voll abstuhlen. Der sieht aber fast gestellt aus. Tu mal ein Retour noch. Jetzt habe ich 1 Minute lang gelacht, wie ich fast auf die Schnarre gehalten bin. Für Originalzylinder und alles. Nicht schlecht. Und wir sind gar nicht lange am Schrauben gewesen. Was meinst du, Flo? Ja, also wenn der auf Drehzahlen kommt. Also nicht schlecht für Original, ne? Ja, für Original ist das echt Hammer. Ne? Schau mich für dich. Ja, ja. Super Bravo hast die läuft, aber ich habe noch Kenntnis, aber ich freue mich für dich. Ich glaube, wir machen hier Schluss. Ja! Yoshi will mir schon wieder in die Fresse hauen. Also, wenn euch das gefallen hat, gerne einen Kommentar da lassen, ein Like und ein Abo. Glocken abonnieren, dann verpasst ihr doch Volles nichts mehr. Programm. Macht's gut. Tschö.